Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, die Haare passen. War jetzt gerade am Figuren sortieren, Figuren heraussuchen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss euch das natürlich auch zeigen, denn sonst seid ihr ja gar nicht up to date, was sich hier in Wild City alles tut. Und nur damit ihr es wisst, wir werden heute kurz ins Freibad schauen und dann auch zum Zoo rüberschauen. Also wir haben viel zu tun, aber so soll es ja auch sein. Christoph sitzt übrigens hier unten bei der U-Bahn und baut da irgendwas rum. Hallo Freunde, ja, ich will jetzt endlich mal bei der U-Bahn weiterbauen. Ein Projekt, welches ihr ja sehr gerne habt, wo viele darauf warten, dass es endlich Fortschritte geben soll. Was macht Rita? Sie sabotiert uns wieder, weil sie mir hier das ganze Licht wegnimmt. Richtig. Aber ich baue jetzt trotzdem weiter und wenn es was Interessantes zu sehen gibt, dann komme ich nicht ins Video rein. Viel Spaß. Na, da bin ich ja gespannt. Ja, wir starten hier bei mir im Freibad. Definitiv interessanter als diese komische U-Bahn. Das ist ja ganz klar. Die Kamera weg. Glaube ich nicht, denn du willst ja bauen. Also wir starten im wunderbaren Wild City Freibad. Und erst bevor ich da meine Figuren vorstelle, danke für die vielen Vorschläge, denn ich habe ja einen Aufgang gesucht, beziehungsweise eine Ampel und so Zeugs gesucht für mein Freibad, für meine Freibadrutsche, die gigantische Mega-Giga-Rutsche. Und das habe ich jetzt eben auch dank natürlich eurer Kommentare hier super eingebaut. Finde auf jeden Fall ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich schwenke hier nochmal rüber. Was aber der eigentliche Fokus ist heute hier, sind die Figuren. Und da habe ich hier im Freibad ein paar eingebaut, nämlich auch hier eigentlich nur rund um die Rutsche. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn sich hier keiner anstellt, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen haben wir hier einen Jungen, der schon voller Freude die Stiegen hier raufklettert. Übrigens hier hinten auch noch ein Mädel, das gerade die Leiter raufkraxelt. Ich glaube, die ist auch am Weg dann zur großen Rutsche. Und dann haben wir hier oben noch eine Dame, junge Dame oder ein Mädel, die, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die hat sich gedacht, sie möchte hier auch mal rutschen, ist sich jetzt aber nicht mehr ganz so sicher, ob das so eine super Idee war. Ja, wir werden sehen, ob sie sich traut, dass sie hier noch eine kleine Runde rutschen geht. Dann im Rohr ist eben auch schon jemand, der die Fahrt genießt quasi, voll tätowiert ist er da unterwegs. Und eine, die auch noch neu ist, eine Figur, ist diese hier unten. Die ist gerade aus der Rutsche herausgerutscht und ja, ich weiß, das ist etwas knapp hier, definitiv für das richtige Leben zu knapp. Aber ihr wisst, in Wild City ist mehr möglich. Dadurch, dass das ein bisschen kompliziert war mit den ganzen Rohren verlegen, ja, geht sich das hier noch so knapp aus, aber ich glaube, für Wild City ist das definitiv okay. Gut, dann machen wir uns auf den Weg durch ganz Wild City quasi zu unserem Zoo, denn ach, ist es nicht wunderbar, hier ein kurzer Schwenk auf diese wunderbare Stadt. Denn im Wild City Zoo ist auch einiges los. Übrigens, der Turm von Ortang steht noch immer hier. Meine Mutter war ja sehr begeistert davon. Die hat gleich gesagt, den kann er doch einfach hier stehen lassen. Ja, ob das so passend ist vor der Fischstäbchenfabrik, wage ich zwar zu bezweifeln, aber gut. Es geht vorbei am Strand, ihr kennt ihn. Auch hier wunderbar, muss ich sagen. Also jetzt in den Sommermonaten ist das natürlich ein grandioser Ausblick. Und dann geht es weiter zum Wild City Zoo, wo sich nicht wahnsinnig viel getan hat, bautechnisch, aber eben figurentechnisch doch sehr. Ich habe jetzt übrigens hier die Mauer fertig gemacht. Mir ist aufgefallen, dass hier hinten zwischen den Krokodilen und den Kätzchen die Mauer auch noch nicht ganz fertig war. Deswegen habe ich das auch noch fertig gebaut. Und jetzt dürfte es aber passen. Jetzt sollten die Gehege eigentlich alles zu sein.
Kurze Side Note übrigens noch, als ich dieses wunderbare Kamelgehege noch weiter betrachtet habe, ihr erinnert euch, ich habe euch das letztens vorgestellt, habe ich bemerkt, dass irgendwie das mit dem goldenen Zaun bei den Krokus mir vielleicht doch nicht so gut gefällt. Deswegen haben wir, beziehungsweise habe ich das hier jetzt auch umgebaut auf einen Holzzaun. Denn ich muss sagen, der gefällt mir schon sehr gut. Es ist sich nicht ganz ausgegangen mit diesen 4 langen Holzzäunen. Deswegen habe ich hier hinten auf der Ecke, auf den 3 Ecken, ihr seht es hier, noch so einen, ja keine Ahnung, einen Holzstempen verbaut, würde ich sagen. Finde ich es auch ganz cool und ich finde auch, es fügt sich jetzt ein bisschen besser ein in den Zoo, als es vorher der Fall war. Und übrigens, das Kroko hier hat auch noch was zum Fressen bekommen. Der hat jetzt einen Fisch bekommen. Ich weiß zwar gar nicht, ob die Fische essen, aber ist egal. Ihm schmeckt's, also dann passt das. Genau. Im gesamten Zoo-Areal sind ja schon einige Figuren verbaut. Ich habe übrigens jetzt auch die Äffchen alle mal hier in ihr Gehege verbannt, damit die nicht einfach hier herumlaufen. Also die schwingen sich hier überall herum, düsen im Gehege herum. Genau, dass das alles auch da korrekt vonstatten geht. Und was eben jetzt neu ist, sind viele der Figuren hier, ein paar Situationen auch, wie zum Beispiel diese Situation hier. Also diese Figuren sind alle neu hier, diese 4, die ihr hier seht. Und die lustigste oder ja interessanteste Situation hier ist wahrscheinlich diese hier, wo einem Jungen die Dose mit, was wird es wohl sein, irgendein Zitronensaftgetränk aus der Hand gefallen ist und jetzt ist da auf dem ganzen Boden verteilt diese Zitronenlimonade. Und sein Vater ist natürlich nicht so glücklich darüber. Der schimpft schon wie wilde, denn er hat sich wahrscheinlich erst einmal geschreckt und zweitens mal ist da natürlich die Megasauerei und das in diesem wunderbar schönen Zoo. Das soll natürlich nicht sein. Genau, deswegen ist der Sohn auch ein bisschen traurig, man sieht es gar nicht so gut. Genau, hier sieht man es ein bisschen besser. Der arme Junge hat es definitiv nicht absichtlich gemacht, aber manchmal passiert einfach sowas. Genau. Dann haben wir hier noch einen weiteren Zoobesucher. Er hat einen Donut in der Hand, genießt gerade den Ausblick auf die Kamele. Eine Dame, die hier spaziert, auch hier eine Dame mit Donut. Ich habe mir gedacht, das ist quasi der Bestseller im Zoo, der noch erschwinglich ist, nicht wahr, vom Essen her. Dann haben wir hier auch noch einen weiteren Zoobesucher, der sich den Bruni ansieht. Auch sehr interessiert hier. Und viele neue Figuren habe ich auch hier im Streichelzoo verbaut. Und die gefallen mir eigentlich fast am besten von denen, die ich heute verbaut habe. Denn ich habe mir gedacht, ihr wisst, ich habe immer das Futter. Upsala, das war die Monorail-Stütze. Christoph ist auch nicht amused, wie die Queen, not amused. Ich habe hier immer das Futter auf dem Dach oben liegen gehabt und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss das endlich mal verbauen, dass die kleinen Tierchen auch was zu futtern bekommen. Und da ist einerseits diese Dame hier, die sich gerade was gekauft hat und am Weg ist in den Streichelzoo. Ihr seht, das Schaf wartet schon ungeduldig drauf, dass die Dame endlich reinkommt. Dann haben wir hier ein Mädchen, das auch die kleinen Hamster füttern möchte mit diesem Futter. Wir haben eine Mutter mit einem kleinen Baby, die glaube ich auch die Mutter ist von diesem kleinen Mädchen, mit einer Flasche und das Baby freut sich sehr über das ganze kleine flauschige Getier, das da unterwegs ist. Und dann haben wir noch eine junge Dame, die hier am Boden kniet und die kleinen Häschen füttert. Genau, das sieht man so deutlich besser. Die Dame im Rollstuhl hatten wir schon, die Alpakas gefüttert hat. Das war ja die erste, die hier verbaut wurde. Und dann haben wir noch einen kleinen Jungen, denn mir fällt auf, da ist definitiv ein Überschuss an Frauen hier im Streichelzoo. Aber ja, gibt Schlimmeres.
Und da ist eben der kleine Junge. Ich glaube, den sieht man hier durch das Fenster auch ganz gut. Ich muss immer schauen, dass ich hier nicht die Bäume umreiße, wenn ich ihr das Filmen versuche. Genau. Der steckt auch gerade das Futter durch den Zaun zu den Alpakas und möchte eben die Alpaka hier füttern. Genau. Perfekt. Ja, also wieder einiges an Szenen hier verbaut. Und ich habe mir gedacht, ich muss euch gleich updaten, damit ihr auch wisst, was sich alles hier tut. Wir waren vor kurzem nämlich auch im Zoo, oder vor relativ kurzem auch wieder mal bei uns im Zoo. Und da sieht man eben immer wieder solche Situationen. Und ihr wisst, speziell wenn es ein heißer Sommertag ist, dann eskalieren auch manchmal die Situationen, dass eben die Eltern leider doch manchmal mit den Kindern zum Schreien anfangen. Deswegen habe ich mir gedacht, auch ein Wild City ist natürlich, da sind wir auch nicht gefeit davor. Deswegen brauchen wir auch so eine kleine Situation, die das quasi widerspiegelt, um es doch so echt wie möglich zu haben bei uns in der Stadt. Gibt es noch irgendwelche anderen Situationen, die ich nicht verbaut habe, die noch cool wären, lustig wären, interessant wären? Wenn ja, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Übrigens, danke auch für die vielen Kommentare bezüglich des Vogelstraußgeheges. Wir werden jetzt eben noch abwarten, ob wir Vogelsträuße bekommen. Eine Idee war auch, dass wir vielleicht dieses Gehege hier weggeben, wo man die Seesterne und so weiter angreifen kann, weil das einfach doch nicht so spektakulär ist. Ob wir das machen werden oder nicht, wir werden es herausfinden. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall vorerst einmal zufrieden mit unserem Zoo. Und wie gesagt, falls euch speziell jetzt figurentechnisch irgendwelche Situationen einfallen, die wir unbedingt noch im Zoo verbauen sollen, dann bitte schreibt uns das. Und da würde ich mich natürlich riesig darüber freuen. Genau. Christoph ist schon wieder busy. Ich glaube, da kommt auch bald wieder mal ein U-Bahn-Video. Da können wir gespannt sein. So, jetzt sieht man uns auch. Sorry. Und dann hoffen wir, dass ihr natürlich auch was Schönes baut. Vielleicht Figuren aufstellt, vielleicht einen Zoo baut oder eine U-Bahn. Egal was ihr baut, sagt uns Bescheid. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in Wild City. Macht's gut. Tschüss.